Servus zusammen, im heutigen Video möchte ich mal mit euch darüber sprechen, mit welcher Armee meiner Meinung nach man jetzt sehr gut bei Infinity einsteigen kann und möchte das Ganze sowohl aus regeltechnischer Sicht als auch anderen Dingen ein bisschen betrachten. Jetzt aber mal die erste Frage, um welche Armee handelt es sich überhaupt? Meiner Meinung nach die beste Fraktion Armee, um jetzt einzusteigen bei Infinity the Game, ist die Morad Aggression Force. Bevor wir hier jetzt zu dem regeltechnischen Teil kommen, wieso ich diese Fraktion so gut finde, beziehungsweise genauer genommen ja eine Armee, Sektorarmee, kommen wir noch zu einem etwas allgemeineren Teil, wieso ich das so gut finde. Und dieser erste Punkt ist einfach mal die Modelle. Denn die Morad Aggression Force hat jetzt 2022 eine neue Figurenrange bekommen. Sie sind also der neueste heiße Scheiß sozusagen. Neues Action Pack und eine ganze Menge an anderen Dingen, die hier bereits verfügbar sind, mit dem man direkt ins Spiel einsteigen kann. Und eben diese Action Packs sind auch immer eine sehr gute Möglichkeit, neben den 2-Spieler Starterboxen, um überhaupt mal mit Infinity anzufangen, weil man einen sehr guten Rundumschlag an Figuren bekommt, gleich mit einer einzigen Box. Und das ist eben auch bei der Morad Aggression Force nicht anders. Und außerdem sind sie 2022 mit einer neuen Figurenrange dahergekommen. Das bedeutet jetzt natürlich, wenn diese Figuren dann ähnlich einfach und gut zusammenzubauen sind, wie das aktuell bei der Operation Blackwind Box der Fall ist, dann hat man hier natürlich auch Figuren, die man ohne größere Probleme zusammenbauen kann. Ich will hier jetzt nicht sagen, dass man hier großartig generell Probleme hat bei Infinity, denn die Figuren bestehen mittlerweile aus doch weniger Einzelteilen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber mir ist es eben besonders jetzt auch aufgefallen bei dieser Blackwind Box, dass diese Figuren immer einfacher zusammenzubauen sind, die uns Corvus Belli liefert. Und daher schätze ich schon auch ein bisschen, dass das auch bei der Morad Aggression Force der Fall sein wird, dass diese neuen Figuren wesentlich auch einfacher zusammenzubauen sind, als das früher der Fall gewesen ist. Und hier dazu sei auch noch gesagt, die Figuren sehen auch verdammt toll aus. Natürlich, man kann es nicht immer jedem recht machen, ist auch klar. Dem einen oder anderen wird die Figurenrange wahrscheinlich nicht ganz gefallen. Aber das, was hier Corvus Belli jetzt gemacht hat mit dieser neuen Box oder beziehungsweise mit diesen neuen Figuren, finde ich extrem gelungen. Mir gefallen die Modelle sehr, sehr gut und spiegeln meiner Meinung nach auch das Grundkonzept der Armee wider, wie der Name auch schon sagt. Das zieht sich dann auch beim Spielstil eben durch und dazu passt dann auch eben die Figurenrange, die neue, gut dazu, sodass das Ganze für mich persönlich, das ist natürlich meine Meinung in diesem Fall, eine sehr gute Gesamtkomposition eben uns liefert. Und soweit ich es gesehen habe, ist es auch so, dass die Figuren auf der einen Seite genug Details liefern, um sie wirklich schön und detailliert bemalen zu können, aber auf der anderen Seite dann doch etwas vom Stil so daherkommen, dass man sie auch sehr gut, schnell und einfach bemalen kann, um sie möglichst schnell dann auch aufs Spielfeld zu bekommen. Also hier auch für jeden, denke ich mal, dürfte was zu finden sein. Aber genug von diesem Drumherum. Jetzt kommen wir mal zum regelspezifischen Teil, der mir hier eben aufgefallen ist, wieso ich eben euch jetzt sagen möchte, wieso ich der Meinung bin, dass die Morad Aggression Force die richtige Armee ist, um einzusteigen bei Infinity the Game. Punkt 1 hier ist mal das Thema Veteranen. So ziemlich jeder Trupp, der ein Morad-Trupp ist und nicht irgendwelche Drohnen oder etwas ähnliches oder Support-Einheiten anderer Art, haben alle die Sonderregel Veteran. Und das hat natürlich fürs Spiel ein paar
Auswirkungen, wo ein Anfänger sich dann auch nicht darum kümmern muss und ein paar dieser Regeln aus dem Grundregelset eigentlich dann mal von vornherein ignorieren kann. Eine Sache, die hier zum Beispiel ganz schön ist, diese Veteran-Sonderregel hat diesen Effekt, dass eine Einheit, ein Modell mit dieser Sonderregel nicht von Loss of Lieutenant betroffen ist. Also behält ganz normal seine reguläre Order, also bleibt ganz normal eine reguläre Unit und kann dementsprechend auch auf dem Spielfeld weiterhin agieren. Das ist ja immer ein bisschen ein Problem, wenn man sonst den Lieutenant verliert, dass man dann weniger Möglichkeiten im Spiel hat zu agieren. Das fällt hier bei diesen Einheiten also schon mal weg. Selbst wenn man den Lieutenant verloren hat, ist die ganze Einheit noch immer sehr umfangreich einsetzbar und das ist natürlich etwas, das für einen Anfänger dann schon mal sehr gut geeignet ist, da man hier auch nicht in die Gefahr läuft, in der ersten Runde den Lieutenant zu verlieren und dann eigentlich als vor allem Anfänger schon mal vielleicht kein Interesse mehr am Spiel zu haben, weil man eigentlich nichts mehr wirklich unternehmen kann. Des Weiteren ist es auch noch so, dass diese Veteran-Sonderregel auch dafür sorgt, dass eine Einheit selbst dann regulär bleibt im Spiel und ganz normal agieren kann, wenn normalerweise man bereits sich im Retreat befinden würde. Also wenn man eine größere Anzahl von Punkten bereits verloren hat im Spiel, müsste man sich eigentlich zurückziehen. Auch davon sind solche Einheiten nicht betroffen, die eben Veteran sind. Und wie schon gesagt, betrifft das im Endeffekt sämtliche Morad-Einheiten. Also auch hier wieder eine Regel, über die man sich dann sozusagen als Anfänger nicht kümmern muss und im Auge behalten muss, wann man sich im Retreat befindet. Und dann noch der dritte Punkt, der mir persönlich tatsächlich am besten gefällt von diesen Ausnahmen, die uns diese Veteran-Sonderregel bietet. Und zwar ist das der Punkt, dass eine Veteran-Einheit nicht den Isolated State bekommen kann, denn das ist etwas, das man sehr häufig auch im Spiel sieht, über irgendwelche Munition oder Hackerprogramme, dass eine Einheit isoliert wird, was im Spiel zur Folge hat, dass besagte Einheit dann keine Orders mehr bekommen kann aus dem gesamten Orderpool der Armee, was natürlich die Effektivität der Einheit dementsprechend sehr, sehr stark runterschraubt. Auch dieser Punkt eben fällt genau auf Basis dieser Veteran-Sonderregel weg, denn eine Einheit mit der Sonderregel Veteran, wie gesagt, kann von Isolated nicht betroffen werden. Somit haben natürlich sämtliche Regeln oder Hackerprogramme ähnliches Munition, die den Isolated State hervorrufen würden, überhaupt schon mal gar keine Auswirkung auf diese Einheiten. Eine zweite wichtige Sonderregel, die meiner Meinung nach die Morads so gut als Anfängerarmee macht, ist die Religious Sonderregel. Auch diesen Skill haben die Morad-Einheiten ebenfalls. Und was bedeutet das jetzt? Generell ist es ja so, wenn eine Einheit, ein Modell einen Treffer kassiert und diesen dann übersteht, ist es normalerweise nötig, einen Guts-Test zu machen, wenn man stehen bleiben möchte, um zum Beispiel der Gefahr weiterhin zu begegnen. Sollte man diesen Test nicht schaffen, dann muss sich die Einheit zurückziehen, in Deckung suchen, irgendetwas Ähnliches machen, um eben den aktuellen Status in Bezug auf Deckung bzw. auch außer Sicht zu kommen, zu erhöhen. Also wenn eine Einheit im freien Stand beschossen wurde, zum Beispiel das überstanden hat, dann muss sie sich zurückziehen und versuchen in Deckung zu kommen oder eben aus der Sicht des gegnerischen Modells, das auf es geschossen hat. Und wenn man das eben nicht möchte, muss man einen Guts-Test machen. Das betrifft aber Religious Einheiten nicht, sondern diese bleiben immer stehen
und begegnen quasi der Gefahr. Hintergrundtechnisch könnte das die Ausbildung der Einheiten sein oder eben irgendetwas Ähnliches, das diese Regel dann quasi beschreibt. Und somit ist auch das wieder ein Effekt, von dem die Morad dann nicht betroffen sind und eben so auch die ganze Zeit zum Beispiel als Aro-Pieces und ähnliches verwendet werden können oder eben generell in Aros verwendet werden können, weil sie, wenn sie einmal zum Beispiel um eine Hausecke schauen, um einen gewissen Teil des Spielfeldes im Blick zu haben, dann bleiben sie dort generell auch stehen, bis sie eben ausgeschaltet sind oder selbst den Gegner ausgeschaltet haben. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass die Morad selbst nicht auch in Deckung gehen können, sondern diese Religious Sonderregel dreht quasi das Konzept mit dem Guts-Test einfach um, wo eine Einheit sich normalerweise, wenn sie getroffen wurde und noch immer im Spiel danach verbleibt, sich automatisch zurückziehen würde, wie vorhin schon gesagt, ist es bei Religious Einheiten dann eben genau umgekehrt. Die Einheiten bleiben immer an Ort und Stelle stehen und man muss diesen Guts-Test dann machen, wenn man aufgrund des Treffers, den man überstanden hat, doch sich denkt, die Waffe ist vielleicht doch etwas zu stark, einen zweiten Treffer werde ich dann nicht mehr überstehen, so viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Dann kann man hier in dieser Situation eben als Morad-Spieler oder generell als Einheit mit der Religious-Regel einen Guts-Test wie gehabt durchführen und wenn man diesen geschafft hat, darf man sich in Deckung bewegen bzw. zurückziehen und nur wenn man ihn dann nicht schaffen sollte, dann bleibt die Einheit an Ort und Stelle weiterhin stehen, wie sie es ohnehin machen würde. Auch würde diese Religious-Sonderregel den Retreat wiederum verhindern, was aber hier in unserem Fall bei den Morad nicht so wichtig ist, da wir das ja ohnehin schon durch die Veteran-Sonderregel, durch den Veteran-Skill vorhin bereits besprochen haben, wo wir das eben auch bekommen. Einen weiteren Punkt, den ich noch besprechen möchte bezüglich der Morad, ist deren Rüstung. Also die Morad-Einheiten haben auch verglichen mit anderen Einheiten, auch natürlich dementsprechend Einheiten anderer Fraktionen, sehr häufig eine vergleichsweise gute Rüstung, also mal ein Rüstungswert von 3 oder auch BTS 3, ist eigentlich nicht so außergewöhnlich. Es kommt dann durchaus vor, dass Einheiten auch schon mal Rüstung 3 und BTS 6 zum Beispiel haben. Und das eben als Medium-Infanterie oder eine Heavy-Infanterie, die eine bessere Rüstung hat, statt 3 mit Rüstung 5 und dafür eben BTS 3, was aber natürlich noch immer mehr ist, als man das in anderen Fraktionen so finden kann, in dieser Kombination. Man findet natürlich auch andere Einheiten bei den Morads, die dann keine Rüstung haben, auch so etwas gibt es. Aber bei den Morad-Einheiten selbst ist es grundsätzlich dann doch sehr wahrscheinlich, dass ihr bei euren Einheiten irgendeine Kombination aus Rüstungswert und BTS habt, der irgendwie bei 1, bei 2 liegt und dann der jeweilig andere Wert dann durchaus auch schon mal dann bei 3, 4 oder 5 oder mehr. Also solche Kombinationen sind auch durchaus recht häufig anzutreffen bei den Morad, was die Armee allgemein gesehen dann doch widerstandsfähiger macht gegenüber gegnerischen Attacken, als das eben bei anderen Fraktionen der Fall ist. Natürlich habt ihr da auch wiederum andere Einheiten wie Drohnen oder die Gakis zum Beispiel und Bretas, die ihr natürlich auch verwenden könnt bei den Morad, wo jetzt auch neue Modelle für 2023 angekündigt sind, ist mir gerade eingefallen. Die könnt ihr natürlich auch verwenden und das sind natürlich dann wiederum Einheiten, die keine spezifischen Morad-Einheiten sind und daher auch mit dementsprechend weniger Rüstung daherkommen oder eben wie im Fall dieser Einheiten weder einen Rüstungs- noch einen BTS-Wert haben. Aber alles in allem gesagt, Morads sind
sehr gut ausgerüstet, was das Thema Rüstung und BTS betrifft. Und mit all diesen Regeln, mit all diesen Skills zusammen, beziehungsweise eben die höheren Rüstungs- und BTS-Werte, dann die Veteran-Sonderregel und die Religious-Sonderregeln, das alles zusammen zeigt natürlich auch ganz gut, schon mit dem Namen natürlich auch, der Morad Aggression Force. Das ist dann eine Armee, die nach vorne will. Man kann da natürlich auch andere Spielstile definitiv finden, will ich nicht sagen, dass das nicht der Fall ist, aber so im Großen und Ganzen, vor allem als Anfänger, ist das wirklich eine sehr gute Armee, die drauf los stürmt. Da geht es alles um First Strike, um Attacken im Nahkampf auf Beschuss, möglichst viel aushalten und auf diese Art und Weise den Gegner in seine Schranken weisen. Und dafür haben wir eben diese verschiedenen Sonderregeln, die uns das Ganze sehr gut ermöglichen können. Auch bei diesen ganzen Vorteilen, die uns die Fraktion jetzt da oder die Sektion dieser Armee jetzt da bringt, eine Sache, und das hat man möglicherweise jetzt schon rausgehört, gerade oder auch vorher schon am Anfang des Videos, es handelt sich hierbei um eine Sektorliste. Das bedeutet, ihr könnt natürlich die Morads auch spielen in der regulären Combined Army Liste, keine Frage, ist natürlich ganz klar möglich, um sich generell mal einen Überblick über die Fraktion der Combined Army selbst zu verschaffen und so seinen Weg zu finden. Aber eben die Morad selbst sind eben eine Sektorliste der Combined Army. Das bedeutet natürlich zwei ganz wichtige Dinge. Als Morad Aggression Force Spieler sollte man sich dann natürlich auf alle Fälle mit dem Thema der Fireteams auseinandersetzen, denn nur so kann man möglichst viel aus der Liste herausholen. Ist natürlich dann wieder ein zusätzliches Regelset, das natürlich nicht Teil der normalen Infinity M4-Regeln ist, sondern eben noch zusätzlich dazu kommt. Sollte man sich in diesem Fall aber dann trotzdem ansehen, wenn man Morad spielen möchte, um eben wie gesagt möglichst das Maximum dann auch aus der Liste bzw. der Sektorarmee rausholen zu können. Wobei auch das wiederum etwas leichter fällt, da eben viele der Einheiten, die wir in Fireteams dann verwenden können, auch dementsprechende Keywords haben. Das heißt, in einem Morad Fireteam zum Beispiel ist es uns möglich, sehr viele verschiedene Einheiten zu spielen, wie zum Beispiel Syriat. Und diese zählen dann aber auch als Morad-Einheiten. Also auch hier hat man dann mit diesem Morad-Fireteam eine sehr große Auswahl an unterschiedlichen Einheiten, die man dann verwenden kann in diesen Fireteams. Also macht es auch für einen Morad-Spieler auch wieder dann ein bisschen einfacher, in diese Fireteam-Regeln reinzufinden. Oder auch zum Beispiel beim zweiten Fireteam, dem Dalog Fireteam, ist es die gleiche Situation, dass dort sogar sämtliche Einheiten, die wir für diese Fireteams verwenden können, alle als Dalog-Einheiten gewertet sind, weil sie alle dieses Dalog-Keyword haben in der Fireteam-Liste. Das bringt mich jetzt noch zum zweiten Nachteil des Ganzen. Da es sich um eine Sektorliste handelt, sind die Morads leider nicht in Infinity Code 1 verfügbar, denn dort haben wir zwar eine Fraktion Combined Army, die man spielen kann, diese enthält aber im Endeffekt nur Shaswasti-Einheiten, also Morad sind hier in dieser Situation leider bei Code 1 überhaupt nicht spielbar. Sollte euch irgendetwas hier fehlen, was vielleicht noch besonders herauszustreichen wäre für die Morad, dann schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare, weil vielleicht ist dann der ein oder andere Spieler, der Morad beginnen möchte, dem das dann auch weiterhilft. Ansonsten, ich habe vor kurzem mal ein Video gemacht zur
aktuellen 2-Spieler Starterbox von Infinity, Operation Blackwind. Diese ist sogar für N4 und Code One geeignet, klarerweise. Und ich werde euch dieses Video hier jetzt verlinken, falls das irgendjemanden interessieren sollte, der sich dann doch vielleicht überlegt, eher mit Infinity Code One ins Spiel einsteigen zu wollen oder mit eben einer dieser beiden Fraktionen, die dort zu finden sind.